Gracias. I put that record on and suddenly I'm on the stage. I wear my t-shirt like I'm Bella Grace, the glamour. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. 8 Videos habt ihr nun die Reise zum Aconcagua begleitet und ich habe es im letzten Video Nummer 8 gesagt. Ich war mir nicht sicher, ob es diesen Bonusteil, diese Zugabe hier geben wird, denn es ging mir schlecht am Berg auf 4200 Metern und es war völlig unklar, ob ich noch weiter aufsteigen kann und wenn ich dann aufsteige, ob ich dann den Kameraknopf überhaupt noch finde. Und beides ist geglückt. Ich bin tatsächlich noch höher gekommen und wie ihr schon an den Bildern im Hintergrund sehen könnt, habe ich auch den Kameraknopf ab und zu mal gefunden. Ihr dürft also gespannt sein auf ein wirklich tolles Video, ein tolles emotionales Video mit Bildern, die es so wahrscheinlich vom Aconcagua selten gegeben hat und auch die Geschichte dahinter ist recht spektakulär. Freut euch also auf diesen Teil 9, Expedition zum Aconcagua. Und jetzt lang genug geschnackt, viel Spaß bei diesem Zusatz-Bonus-Video und Mats ab! Januar, Tag 4. Wir brechen zum ersten Highcamp auf. Und achtet mal bei dem nächsten Videoabschnitt auf die Herzlichkeit, die hier an den Tag gelegt wird. Wohlgemerkt, wir sind immer noch bei 4200 Meter Höhe. Vielen Dank an das ganze Team Grajales, die uns so gut versorgt haben. Es ist sogar eine Träne geflossen beim Abschied hier. Está buena. Yeah. Somebody forgot to take the sandwich. Okay, guys. ¿Para qué le dieron eso? ¿Qué hago? Solo la tengo en la mano. ¡Vamos, más! Santi, chupará. No, pues. Beautiful, I love it. Thank you. Good luck. And enjoy, okay? Okay. Really outstanding. Let's go. Good luck. Really. Ninja, what you say? Good luck. Thank you very much. Thank you. La última. Dale. Una rapidita en helicóptero. Auf dem Weg zum ersten Hochcamp. Camp 1. The Italian guys. They are the strongest. All the luggage. Mein Gott. So, erste Geröll-Section. Helme sind drauf. Es geht los. Wir sind ungefähr auf 4300. Wir haben 4800 Meter erreicht. Das ist hier ein Gletscher-Geröllfeld, über das wir uns bewegen. Da sieht man so richtig geile Gletscher-Eiszacken schon runterlaufen. Ja, ziemlich unwirkliche Landschaft. Kurze Pause, 15 Minuten. Ich darf hier nicht allzu viel machen. Dann bin ich nicht fertig, wenn es losgeht. Ja, was ihr hier seht, ist ein echter bergsteigerischer Leckerbissen. Was Tinto, unser Guide, hier zum Aufstieg vorbereitet, ist Büßereis, habe ich mir sagen lassen. Und das sind Zacken 1 bis 2 Meter hoch und er
ja, arbeitet so ein paar Stufen oder nimmt ein paar Unebenheiten weg. Warum gehen wir eigentlich im Übrigen nicht auf der linken Seite in dem Schotterfeld an der Situation? Das ist ganz einfach. Das Schotterfeld war so steil und an dem Tag quasi unbegehbar. Man ist da reingelaufen und ist immer wieder nach unten weggerutscht. Deswegen war die Variante hier durch das Büßereis zu laufen die deutlich bessere, kurz unterhalb vom Camp 1. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ungefähr schon 750 Höhenmeter zurückgelegt. Insgesamt sollten es an dem Tag 800 Höhenmeter werden. Wir sind also vom Basecamp Plaza Argentina von 4200 auf 5000 Meter aufgestiegen. Das ist schon eine ganz schöne Tortur bei der dünnen Luft da oben. Zum zweiten Mal High Camp 1 erreicht. 5000 Meter. Diesmal nach bestandenem Medizincheck. Das heißt, ich darf auch bleiben. Mal gucken, wie die Nacht wird. 5000 Meter Höhe und Schneesturm. Hast du das Gefühl, das Zelt fliegt fast weg. Wahnsinn. Auf 1500 Meter Höhe. Das ist meine höchste Nacht ever. Ich werde eine Schadensaufnahme machen. Das Zelt ist nicht dicht gewesen, es ist alles zugeschneit. Meine Daunenjacke ist völlig durchnässt. Aber still alive. Das ist das Gute. Ja, wir hatten die Nacht tatsächlich einigermaßen überstanden, aber einer unserer Bergkameraden hatte schon am Vorabend eine starke Infektion der Atemwege und hat sich dann am Morgen dafür entschieden, die Tour abzubrechen. Er ist dann kontrolliert abgestiegen auf das Plaza de Argentina und von dort aus mit dem Hubschrauber ausgeflogen worden. Damit hatten wir dann den ersten Flyout in der Gruppe. Ich habe Kontakt zu ihm, er ist zu Hause und es geht ihm wieder ganz normal und alles ist gut. Und er hat sogar gesagt, er wird es nächstes Jahr nochmal versuchen und hat mir erlaubt, diese einmaligen Bilder vom Helikopterflug zeigen zu dürfen. Und falls es nächstes Jahr einen neuen Anlauf gibt auf diesem Wege, auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg dabei. Am Morgen ging es dann weiter mit dem Aufstieg auf das nächste High Camp, auf Camp 2. Das lag bei 5500 Metern. Wir hatten also diesen Tag 500 Höhenmeter zurückzulegen. Oliver! Oliver, go, go, go! Go! Ich war bei diesen Bedingungen der Letzte und auch der Schwächste in der Gruppe und habe ungefähr 20 Minuten länger gebraucht als die anderen, um anzukommen. Und nett, dass mich die Italiener dann auch gepusht haben. Dann. Ja, gut. Am nächsten Tag gab es dann leider keine guten Nachrichten. Einer unserer Kameraden hat über Nacht eine schwere gesundheitliche
Krise bekommen und wie sich später herausstellte, ein Lungenödem. Ich erinnere sehr genau, als die Guides am Morgen zu uns ins Zelt kamen und gesagt haben, heute wird alles getan, um eine Rettung einzuleiten. Wir haben uns zu gedulden und es wird alles untergeordnet. Das war sehr schwierig, weil wir unglaublichen Sturm hatten und auf 5500 Meter Höhe waren. Eigentlich war ein Landen eines Hubschraubers nicht unbedingt denkbar. Und trotzdem wurde eine solche Rettungsmaßnahme eingeleitet. 2 unserer Guides sind mit der kranken Person noch 60 Meter aufgestiegen. Dort hat sich der Hubschrauberlandeplatz befunden, wenn man den denn als solchen bezeichnen kann. Das ist lediglich ein Geröllfeld mit 4 Markierungen gewesen und einer im Wind flatternden Fahne. Der 3. Guide war bei uns im Camp und hat mit dem Funkgerät die Rettung koordiniert, das heißt Kontakt gehalten zu der oberen Gruppe, zum Hubschrauber natürlich und auch zu der Basisstation des Hubschraubers. Wir haben alle gebangt, dass es einen solchen Hubschrauberanflug geben wird. Das war keinesfalls klar und es hat gefühlt zumindest 2 Stunden gedauert, bis wir tatsächlich Geräusche wahrgenommen haben und sich wohl ein kleines Landefenster für die Piloten ergeben hatte. Ich habe mir hinterher berichten lassen, dass der Hubschrauber 3 Landeanflüge gebraucht hat. Bei den ersten beiden Landeflügen ist er wie ein Flummi durch Wind erfasst, immer wieder 10 Meter in die Höhe geschnellt, bevor er dann beim 3. Mal erst wirklich landen konnte. Aber Gott sei Dank, der Flyout hat dann funktioniert. Bravo! 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 Nach dem schwierigen Morgen mit ja zum Glück dann doch gutem Ausgang haben wir den Tag frei gehabt und konnten uns selber ein bisschen bewegen, Ausflüge machen, um die Akklimatisation weiter voranzutreiben, denn am nächsten Tag sollte es dann ja schon weitergehen auf die nächste Etappe des High Camp 3, was ja auf 6000 Meter lag. Ich habe die Zeit also genutzt, um mich auf der Höhe ein bisschen zu bewegen, die Landschaft zu genießen und ja, kleinere Gehversuche im Schnee zu machen. Das hat zumindest Spaß gemacht, auch wenn das Vergnügen nur von kurzer Dauer ist, denn auch da, selbst beim Bergabgehen, ist man so schnell außer Puste, dass, wie ihr hier seht, ich dann doch schon nach kurzer Zeit auch eine Pause machen musste. Wir sind in Lager 2. Es ist ein herrlicher Tag. Unterhalb des Aconcaguas. Die Truppe macht sich bereit. Hier ist Chiquito, mein goldener Helfer, mit seinem Team. Sonst würde das bei mir nichts werden. So, mach mal eine Frage hier. Thomas, wie geht's dir? Ja, danke. Mir geht's gut. Abgesehen davon, dass doch die Füße noch etwas kühl sind vor lauter Rumstehen. Aber das wird sich gleich ändern. Ja, da kannst du dich gleich mal warm laufen. Die nächsten 500 Meter hast du Gelegenheit dazu. Werden wir schon sehr schaffen. Schön, sehr schön. Sehr schön. Ja.
Ladies and Gentlemen, Aufstieg. Ja. Camp 3, wie geht's euch? Gut. Ja. Gut? Noch geht's uns. Das geht's uns gut, ja genau. Wolfgang, ich nehme dich beim Wort, ne? Das soll ich mir nicht zweimal sagen. Ja. Wenn ich dann noch kann, ne? Ja. Okay. The Italian guys, how are you? Good? Okay. Good. Yasmin, how are you? Excellent. Ready for 6,000 meters? Very ready. Okay, cool. Shanan, how are you? I'm okay. Ready for 6,000 meters? Yes. Okay. Nice. Very good. So, und wie der Zufall es will, Chiquito kommt aus Eimsbüttel. So, he was in Eimsbüttel and I was just saying hello. Thanks a lot for helping. Yeah? Hi, buddy. Thanks to you, man. Thanks to you. Oh mein Gott. Ja, was ihr hier seht, ist was ganz Besonderes. Diese Aufnahme ist knapp unterhalb von 6000 Metern entstanden. Dass die Drohne hier überhaupt noch fliegt, ist eh ein Wunder. Achtet mal darauf, wie langsam die Gruppe sich da voran bewegt. Das war schon Wahnsinn und ich bin dann kaum hinterhergekommen, nachdem ich die Aufnahme gemacht habe. Und so hatten wir dann tatsächlich Lager 3 auf über 6000 Meter erreicht. Und was hier noch wie gute Laune aussieht, war es bei mir ganz und gar nicht mehr. Ich hatte eine Blutsauerstoffsättigung, man darf es kaum sagen, von unter 60% gemessen. Das habe ich auch niemandem gesagt, weil ich wollte ja weiter. Ich habe hinterher erfahren, dass das unter normalen Umständen längst ein Fall für die Intensivstation gewesen wäre. Und nachdem mir dann noch ein Teilnehmer gesagt hat, wie schlecht ich doch aussehe und dass ich blutunterlaufene Augen habe, habe ich mich dann entschieden, mit unseren Guides zu sprechen. Und nach kurzer Absprache waren wir uns dann einig, dass ich zusätzlichen Sauerstoff bekommen werde. Und so bekam ich dann Besuch von Tincho, meinem Lebensretter, abends im Zelt, der mich entsprechend verkabelt und mit Sauerstoff versorgt hat. Das ist ein ganz schönes Unterfangen, weil ich war mir total unsicher, was das bedeutet. Kann ich mich im Schlaf mit der Maske bewegen? Was passiert, wenn ich die Maske abnehme? Ersticke ich dann? Fällt sie mir sonst wie vom Mund? Ist es zu viel oder zu wenig Sauerstoff? Wie wache ich morgens auf? Kriege ich nicht doch ein Höhenödem? Oder. Es war furchtbar. Ich hatte vor der Sauerstoffgabe alles nur noch in einer Art Schleier gesehen und ich glaube, so fühlt es sich dann wirklich wohl an, wenn man ein bisschen, ja, muss man so sagen, Todesangst hat. Und so war ich heilfroh, dass die Nacht eben durch den Sauerstoff eine der besten Nächte wurde, die ich überhaupt in den bisherigen Nächten gerade über 4000 Meter verbracht habe. Und offensichtlich war die Entscheidung so gut, dass ich dadurch meinen Körper so nach vorne gebracht habe, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und wusste, das kann mein Tag werden. So war es tatsächlich auch. Wir sind hier auf 6.350 Metern Höhe, dem Plaza Independencia, ungefähr 4 Stunden schon aufgestiegen und meine Sauerstoffflasche wurde getauscht. Das heißt, ich bin hier kurz ohne Sauerstoff, die lag da in dem Holzkabuff, die Ersatzflasche, und dann sollte es schon weitergehen bei eigentlich, ja, wie man hier sieht, gutem Wetter, aber es gab eben diesen wahnsinnigen Sturm. Und das, was ihr hier seht, hat dann dazu geführt, dass unser persönlicher Gipfel an diesem Tag bei 6.528 Metern erreicht war.
Es war eine sehr schwierige Entscheidung und ich war bereit weiterzugehen, habe das gar nicht so dramatisch wahrgenommen, aber wenn ich jetzt die Bilder nochmal sehe, ist es sicher die richtige Entscheidung im Sinne der Gesundheit aller gewesen, an dieser Stelle umzudrehen. Wir waren die höchste Gruppe am Berg. Es gab niemanden, der an diesem Tag höher gestiegen ist. Und ich war bereit für den Gipfel, aber der Berg war an diesem Tage nicht bereit für uns. Und das muss man an dieser Stelle akzeptieren. Und so gab es dann leider, aber wohl vernünftigerweise 462 Meter unterhalb des Gipfels, was für eine schöne Zahl, den Rückzug. So, und jetzt seid ihr noch einmal dran. Ich möchte nämlich von euch wissen, ob diese Reise jetzt ein Erfolg war oder ein Misserfolg, also ein Sieg oder Niederlage. Ich habe den Gipfel ja nicht erreicht und bin gespannt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich selber bin noch nicht ganz durch mit meiner Bewertung, aber bin sehr gespannt, wie ihr das seht. Und falls euch sonst noch was einfällt zu der Videoreihe, freue ich mich natürlich auch über jeglichen Kommentar und bin sehr gespannt. Und last but not least habe ich jetzt noch die Ehre, eine Gewinnerin zu verkünden. Es gab ja das Rätsel aus der Folge 6 und es gab eine ganz besonders aufmerksame Zuschauerin, die es tatsächlich rausgetüftelt hat, wie oft ich den Zusammenhang mit der 42 benutzt habe. Und ich freue mich jetzt schon, den Preis zu verleihen. Es ist ein Buchpreis und zwar natürlich das Buch von Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis. Da kann man nochmal ganz genau nachlesen, was es nun mit der 42 wirklich auf sich hat. Und es freut mich sehr, dass ich dieses Buch persönlich an die junge Dame, die es rausgetüftelt hat, verleihen darf. Also viel Spaß damit.